dein Wille soll geschehen. Wir erheben deinen mächtigen Namen. Dein Reich soll sichtbar werden, dein Wille soll geschehen. Wir erheben deinen mächtigen Namen. Heilig bist du, heilig bist du. Wir erheben dich und beten dich an. König bist du, König bist du. Wir erheben dich und beten dich an. Heilig bist du, heilig bist du. Wir erheben dich und beten dich an. Und wir beten an, ja, wir beten an. Wir beten den König an. Du bist unser König, Herr, und wir beten dich an. Wir beten Jesus. Wir beten Well, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Freitagabend Bibelstudienabend hier im Gospel Life Center FELSENFEST. Ich bin Pastor John Angelina und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet haben für diesen Abend. Ich muss sagen, im Vorfeld, wir hatten heute ein technischer Panne. Das heißt leider, wir werden keine Schriftstellen einblenden können und so. Das heißt, man greift selber zu seiner eigenen Bibel. Entschuldigung. Und kann man selber mit mir lesen. So, wir müssen richtig arbeiten heute Abend. Und für mich heute war ein ganz begeisternder Tag. Ich habe am Mittwoch einen Anruf bekommen von einem guten Freund aus Italien. Und das ist der Pastor Mike Danner vom Gospel Forum in Bologna. Und er sagte, John, was machst du am Freitag? Habe ich gesagt, Freitagabend haben wir unser Bibelstudienabend. Er sagte, well, wir haben auch einen Bibelstudienabend und wir werden gerne, dass du als Gast unser Gastlehrer sein könntest. Und ich habe gesagt, okay, wann ist das? Und er sagte, von 17 Uhr bis 18 Uhr. Ich dachte, das passt perfekt. So, ich habe schon eine Stunde über geistliche Vollmacht gesprochen, von 17 Uhr bis 18 Uhr. Und jetzt sitze ich hier mit euch und wir werden unser Studium heute Abend weiter fortsetzen. In Italien habe ich nur einen Einstieg in das ganze Thema. Heute Abend ist das für uns der 8. Teil, dass wir diesen großen Thema geistlicher Vollmacht miteinander anschauen. So, bevor wir hineingehen im Gottes Wort und beginnen zu studieren, lass uns unser Freitagabendlied miteinander singen. Bis hier, hoffentlich könnt ihr das alle auswendig kennenlernen. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich möchte dich sehen. In all unser Studium, das ist, warum wir das tun. Nicht mehr Wissen zu haben, wir wollen ihn besser kennen. Wir wollen Gott besser sehen, wie er wirklich ist, wie sein Wort uns ein Bild malt, damit wir Gott besser kennenlernen können. So, lass uns dieses Lied miteinander singen als Gebet heute Abend. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, und ich will dich sehen, und ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, und ich will dich sehen.
Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Oben und leuchtet und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Dich sehen in deiner Pracht. Leuchtet erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Und jetzt singen wir heilig, weil er heilig ist. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Nochmal heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Du bist heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Jesus, wir wollen dich sehen. Und wir geben dir Dank gleich am Beginn von unserem Studium für das, was du uns heute Abend zeigst. Wie Paulus betete, wollen wir auch heute Abend beten. Lass die Augen unseres Herzens voll Licht sein. Helf uns zu erkennen, die Hoffnung deiner Berufung, dieser Erbe, die du uns ermöglicht hast durch Christus und die Größe deiner Macht. Und wir danken dir, dass du hier bist in unserer Mitte, hier durch diesen Livestreaming, in unser gemeinsamen Studium. Du hast uns den Heiligen Geist gesandt. Er ist der Lehrer der Gemeinde. So Geist Gottes, helf mir, schlicht, einfach, verständlich zu sprechen und helf uns alle, Jesus besser zu erkennen, wie er wirklich ist. Amen. Well, wir haben in den vergangenen 7 Wochen oder 7 Lektionen vieles über geistliche Vollmacht gehört. Und für die vielleicht dazu gestoßen sind, die ersten 4 Lektionen muss man zu unserem Medienshop gehen und da kann man Lektion 1 bis 4 beworben und da wird man das Fundament bekommen. Und dann auf unser YouTube-Channel auf unser YouTube-Channel kann man die letzten Folgen mitstudieren. Und heute Abend, wir haben begonnen letzte Woche, diese Waffenrüstung Gottes anzuschauen. Jeder einzelne Teil. Und es hat begonnen letzte Woche mit unseren Linden umgürtet mit Wahrheit. So ich möchte nochmal zu Epheserbrief gehen und da beginnen wir zu lesen ab Vers 13. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Hier geht es um eines. Gott hat uns eine Ausrüstung gegeben, eine Fähigkeit gegeben, dieses Feld, das Platz, was Gott hat für dein Leben und mein Leben zu behalten. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir haben einen Feind und er möchte uns abbringen von dieses verheißene Land, wenn ich das so sagen darf, was Gott für jeder Einzelnen individuell ausgesucht hat. Damals im Alten Testament als Bild für uns, das ganze Volk Israel kam aus der Sklaverei in ein Land, wo Gott alles vorbereitet hat. Und ja, die mussten das bebauen. Ja, die mussten Gott vertrauen. Jedes Jahr für eine Ernte, dass es alles sicher und gut vorangeht. Und für uns ist das nicht anders. Der Unterschied ist, wir haben Jesus, wir haben einen neuen Bund, einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Aber wir haben immer
noch ein Land zu erobern und zu behalten, die Gott für uns gegeben hat. Und wir reden nicht von einem natürlichen Land, wir reden eigentlich von Gottes Plan für dein Leben und mein Leben. Und wir leben in einer Welt, wo wir einen Feind haben. Er möchte uns abbringen, er möchte uns ablenken, den Willen Gottes zu erfüllen. Aber Gott hat uns eine geistliche Zurüstung, eine Ausrüstung, könnte man sagen, Gottes Kampfanzug uns zur Verfügung gestellt. Und wir sind verantwortlich, diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wie ziehe ich das an? Wie mit alles mit Gott, man nimmt das im Glauben an. Und der Glaube beginnt, wo Gottes Wille erkannt ist. Und Gottes Wort ist sein Wille uns gegeben. So wir lesen, was ist diese Waffenrüstung Gottes? In der nächsten Vers wird er beginnen, das zu erklären. So steht nun, das ist Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das war letzte Woche. Die meisten Christen leben aus ihrer Wahrnehmung. Aber Wahrnehmung ist nicht immer dasselbe als Wahrheit. Wahrheit, haben wir letzte Woche gesehen, ist Gottes Wort real gemacht in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Nicht jemands Meinungen, nicht was jemand anderen gesagt hat, sondern dass du selber lernst, zu Gott zu gehen, im Gebet, zu seinem Wort zu gehen und dass wir lernen, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Ich kann es nur empfehlen, falls du letzte Woche verpasst hast, schau das an, weil wir haben einige Grundprinzipien gegeben, wie jeder von uns wirklich Gottes Wort richtig schneiden kann, wie Paulus das sagte. In anderen Worten, richtig begreifen können, was meint Gott? Was sagt Gott zu mir? Was bedeutet das für mich heute? Weil Gottes Wort ist relevant für heute, morgen und übermorgen. Well, das war letzte Woche. Diese Woche, der nächste Teil von dieser Waffenanzug ist hier. Und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer der Gerechtigkeit. Wir wollen über Gerechtigkeit sprechen. Und interessant, dass Paulus benutzt dieses Bild von einem römischen Soldat. Und er hat Gerechtigkeit gleich hier als einen Schutz, ein Schild für unser Herz. Hier ist unser natürlicher Blutpump, unser Herz. Aber Paulus meinte nicht dieses Blutpump. Er meinte das inwendige Mensch. Sogar so, wir lesen in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Now, was ist dein Herz? Wir werden nicht heute Abend ganz genau über den dreiteiligen Bestandteile von uns als Menschen, was uns als Menschen ausmacht. Aber ich werde das erwähnen. In 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 5, Vers 23, man liest vom Geist, Seele und Leib. Wir sind ein dreiteiliges Wesen. Das Leib verstehen wir, das ist das äußere Mensch, die wir sehen. Aber Paulus und Petrus beide redeten von dem inwendigen Mensch, von dem verborgenen Mensch des Herzens. Das, was wirklich zählt. Und dein Herz besteht aus deiner Seele und deinem Geist. Und deine Seele und dein Geist, die sind eng miteinander verwoben. Nur das Wort Gottes kann diese zwei voneinander trennen. Und sie sind nicht getrennt, wie ein Messer zwei Dinge schneidet, sondern die sind in dem Sinne getrennt, damit wir verstehen können, was ist aus meiner Seele und was ist aus meinem Geist. Na, unser Geist ist der Ort, wo der Geist Gottes wohnt. Das inwendige Mensch, wo der Geist Gottes uns neues Leben gebracht hat, das ist der Kern, das Zentrum von jedem Mensch. Und das ist, was Adam verloren hat, dieses Leben, dieses Ruach Gottes, was Gott in ihm hineinblies, als Gott ihn geschaffen hat er verloren an dem Tag, als er Hochverrat begonnen hat. Aber als Jesus kam, das Erste, was er getan zu den Aposteln, er blies sie an und sagte, empfange den Heiligen Geist. Und die haben neues Leben. Der Geist des Menschen wurde lebendig gemacht. Und jedes Mal, wenn das Evangelium wird gepredigt und gehört und empfangen,
genau dasselbe geschieht. Der Geist Gottes kommt in uns hinein und gibt uns neues Leben. Und unsere Seele ist der Ort, wo wir unsere Wahrnehmung verarbeiten. Unsere 5 Sinne kommen alle zusammen in unserer Seele, unser Intellekt, der Ort der Entscheidung, könnte man sagen. Das ist deine Seele. Das Wort Seele ist das Wort Psyche. Und da sehen wir, wie wir unser psychologisches, unser seelisches Befinden merken. Aber Gott hat uns so geschaffen, dass wir lernen können, von dem Geist Gottes geleitet zu sein, wo das Wort Gottes, was Geist ist, in uns kommen kann und uns von unserem Geist aus unser Intellekt verändern, erneuern, damit wir beginnen können, den vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. So, wenn Paulus hier redet oder wenn der Salomo redet, in Sprüche, behüte dein Herz. Er redet von dieser inwendigen Mensch, dieser Mensch aus Seele und Geist, weil aus dieser 2, da entsteht deines Lebens. Wir sind manchmal so fleischlich orientiert, das heißt natürlich orientiert. Nur was wir wahrnehmen mit den 5 Sinnen, das bestimmt alles. Aber wenn du beginnst, Gott zu kennen, wenn du beginnst, Gottes Wort aufzunehmen in deinem Leben, dann wirst du merken, dass von deinem Geist aus kannst du beginnen, in dieser natürlichen Welt anders auszuleben. So hier, ich lese das aus der Hoffnung für alle, dasselbe Vers. Sprüche 4,23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Das ist deine Seele. Achte darauf. Denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Well, der einzige Weg, wie du auf deine Gefühle und Gedanken achten kannst und sogar beherrschen kannst, ist aus Gottes Wort, wenn es in deinem Geist die Herrschaft übernimmt, Leben und Gestalt in dir nimmt. Plötzlich beginnst du, Dinge anders zu beurteilen, deine Gefühle anders auszuwerten und du kannst beginnen, anders zu leben, weil Gott gibt dir seine Kraft und seine Weisheit durch seinen Wort. So dieser Panzer der Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, unser inwendiger Mensch zu beschützen. Der Feind möchte dein inwendiger Mensch kaputt machen. Er möchte, dass wir innen deprimiert sind, hoffnungslos sind, niedergedrückt sind. Er möchte nicht, dass wir auch in dieser Situation, auch wo wir gerade jetzt eine sogenannte Einschränkung haben, ihr Lieben, obwohl wir eine Einschränkung haben, war ich innerhalb von wenigen Stunden in ganz Italien und jetzt hier in ganz deutschsprachigen Europa habe ich die Möglichkeit zu verkündigen. Das nenne ich keine Einschränkung, das nenne ich eine neue kreative Art und Weise, wie wir Menschen das Wort Gottes, die Liebe Gottes, das Evangelium beibringen. Das finde ich absolut begeisternd. Und wenn all das vorbei ist, wenn es in Mai ist oder in Juni ist oder wenn immer es ist vorbei, wir werden anders sein. Ich weiß, ich schaue das an in YouTube, wie viele Leute schauen dieses Studium an. Es sind Hunderte und Hunderte von Menschen, die mit uns die Bibel studieren, jeden Freitagabend. Ich muss ehrlich sagen, so in meiner Vergangenheit war es nie so. Und ich merke, dass obwohl die Situation ist nicht unbedingt angenehm, Gott tut etwas in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Uns Christen und auch Menschen, die dazu stoßen, zufällig vielleicht oder von anderen Freunden eingeladen, ein bisschen anzuschauen. Gott tut etwas, was so viel größer ist, als was wir je hätten mit unseren eigenen Plänen selber ausdenken könnten. So, lass uns ein bisschen über Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit überhaupt? Hier wird Gerechtigkeit aus ein Schild. Und du musst eins wissen, Gott ist dein Schild. In 1. Mose 15,1 wir lesen, fürchte dich nicht. Und das war zu Abraham, aber du bist jetzt ein Kind Abrahams. Abraham ist unser Vater genannt. Er ist unser Vorbild des Glaubens. So, du bist gesegnet mit Abrahams Segnung. So, nimm das an für dich. Gott sagt zu dir heute Abend, fürchte dich nicht.
Denn ich bin dein Schild und dein Lohn ist sehr groß. Dieses Wort Schild ist ganz besonders. In der hebräischen Sprache, das Wort ist Ganan. Ganan. Und es bedeutet völliger Schutz. 360 Grad um dich herum. Gott ist nicht nur dein Schutz hier vorne. Gott beschützt dich oben, unten, hinten und vorne. Gott ist dein ganz umrundeter Schutzschild um deinem Leben. Gott selber hat hier versprochen, er würde alles in unser Leben, er wird uns, wo immer wir hingehen, unser Schild sein. Warum? Well, es hat zu tun mit dieser Tatsache, dass wegen Jesus sind wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes geworden. Ich weiß, das klingt fast unglaublich, aber es ist nicht unglaublich. Das kannst du nehmen, das kannst du glauben. Weil Jesus zum Kreuz ging, nahm unsere Stellung an, nahm unsere Schuld auf sich. Jetzt können wir schuldlos weiterleben. Das heißt nicht fehlerfrei, aber schuldlos ist ein riesiger Unterschied. Ich werde euch helfen zu sehen, wie Gerechtigkeit unsere ganzen Denkweise über uns selber und auch wie wir andere Menschen sehen, wie es neu formen kann. Gottes Schutz. 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Lass uns das anschauen, ab Vers 4. Es heißt in 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 4, sondern in allem erweisen wir als Diener Gottes. Now, es sind viele Menschen, die so gerne sagen möchten, ich möchte im Dienst sein. Well, ehrlich gesagt, jeder Christ sollte im Dienst sein. Wir sind nicht alle berufen als Verkündiger, aber wir haben einen Dienst der Versöhnung empfangen. Wir haben eine Berufung, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir sollten als Priester Gottes für andere Menschen, für das Land, für diese Welt beten. Das sind alle göttliche, heilige, wunderbare Aufgaben, die Gott uns anvertraut hat. Und einige von uns sind berufen in das, was man nennt, der fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Aber hör, was den manchmal Preis ist, das hört man nicht so oft. Das hat niemand uns gesagt in der Bibelschule, obwohl die Bibelschule für mich habe ich verpasst. Ich habe meine Schulbank gedruckt in meinen Wagen damals als Arbeiter. Da habe ich gelernt, Gottes Wort besser zu verstehen. Aber das war für mich ein bisschen Ausnahme. Aber hör, was den Kennzeichen sind von einem wahren Diener Gottes. Es heißt dir, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheucheltem Liebe, im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und linken Seite. Wow. Ich meine, es ist eine total andere Beschreibung von was Dienst eigentlich ist. Manchmal, es geht nicht immer so, wie du denkst, es gehen soll. Manchmal, es gibt Pannen, heute Abend, ein technischer Panne, was eine Kleinigkeit, das hat nichts zu vergleichen mit das, was Paulus erlebte. Aber manchmal Dinge tauchen auf im Leben und die Frage ist, gehen wir weiter? Machen wir weiter, was wir wissen, wir tun sollen? Ich weiß, für mich als Pastor, immer wieder muss ich diese Frage stellen. Wenn es herausfordernd ist, als das ganze Situation mit den Epidemie begonnen hat, wir mussten Grundsatzentscheidungen treffen. Wie sollen wir das tun? Und das ging alles so schnell. Aber hinter der Kulisse, es hat viel Engagement gekostet, manchmal viel Disziplin gekostet, gewisse Dinge neu zu lernen, damit wir die Gemeinde diese Möglichkeit geben könnten, damit wir einen Zusammenhalt erleben können. Und manchmal wir merken nicht, dass Menschen, die vielleicht für uns die Vorbilder sind, irgendwann haben sie auch einen Preis bezahlt. Die Menschen, die für mich große Ermutigung waren, Vorbilder für mein Leben, in meinem Dienst waren, als ich ein junger Pastor war oder bevor ich in Dienst ging, well,
die alle hatten ihre eigene Geschichte zu erzählen. Die alle haben einen Preis bezahlt. Ein Diener Gottes ist nicht irgendwie offensichtlich. Gottes Segen ist auf dein Leben. Es ist vielmehr, was du bist, wenn keiner sieht. Wie du dran bleibst, wenn es nicht angenehm ist. Ich glaube, in unserer Generation, wir brauchen mehr Acht zu geben auf die Menschen, die Treue zeigen, nicht nur große Namen haben, nicht große Plattforms haben, sondern wir sind die Leute, die dranbleiben, wo Gott sagt, hier ist dein Feld, behalte dein Feld. Dieses Treue muss für uns wieder ein wichtiger Bestandteil vom christlichen Leben neu gewinnen. Das war für Paulus ein Beweis. Das ist der Beweis, dass ich ein Diener Gottes bin. Aber das Letzte, was er sagte, durch die Waffen der Gerechtigkeit. Er hat gesagt, das ganze Waffen ist entstanden. Das, was Gott mir gegeben hat, damit ich einen guten Kampf kämpfen kann, ist Gerechtigkeit. Na, warum hat er das gesagt? Well, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, gibt uns einen Einblick. Denn er, Gott, unser Vater im Himmel, er redet von Jesus, hat den, der von keiner Sünde wusste. Jesus hat nie selber gesündigt. Als er den Sünder und Schuld der Welt auf sich nahm, er hat das nicht verdient. Er nahm das auf sich als Opferlamm. Er nahm das auf sich stellvertretend für dich und für mich. Der keine Sünde wusste, heißt es hier, er ist für uns zu Sünde gemacht. Damit oder auf dass wir in ihm, und hier geht's los, Gerechtigkeit Gottes wurden. Na, was heißt das? Das heißt, es gibt nichts mehr zwischen dir und Gott. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen, ohne Gefühl oder innere Wissen von Scham, Angst, Minderwertigkeitsgefühle, schlechte Gewissen. Es ist die Fähigkeit, als ein Kind vor seinen Vater zu kommen und sagen, aber lieber Papi. Gerechtigkeit gibt uns diese Freimütigkeit, die wir brauchen. Es ist genau, was der Feind haben möchte. Er möchte deine Freimütigkeit Gott gegenüber von dir wegstehlen. Er möchte, dass du immer wieder deinen alten Fehler oder die Dinge, die vielleicht heute nicht so gut gelaufen sind, vor deinen Augen malt und sagt, ja, du hast es nicht verdient. Well, ich habe eine Neuigkeit. Keiner von uns hat es verdient. Nicht ein einziger. Das ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist Gottes unverdiente Gunst. Oder wie ich das immer sage, Gottes Liebe an uns, trotz uns. Es gibt nichts, was wir tun können, was bewirken könnte, dass Gott uns nicht mehr liebt. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Gott liebt mich genauso, wie ich bin. Und Gerechtigkeit ist dieses geistliche Stand vor Gott. Es hat nichts zu tun in dem Sinne mit was ich tue, sondern was ich bin, was du jetzt bist. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und der ganzen Attacke, die Lügen, die feurigen Pfeiler, wir kommen zu den feurigen Pfeiler, wenn wir den Helm des Heils anschauen, aber ich kann euch jetzt im Vorfeld sagen, was der Feind immer in unser Leben versucht hineinzubringen, ist dieses Zweifel, dieses an den Güter Gottes zu zweifeln, an uns selber zu zweifeln, dass wir nicht würdig genug sind, Gottes Gnade wirklich und Gottes Liebe und Vergebung anzunehmen. No. Jesus, als wir Feinde Gottes, ist zum Kreuz gegangen für dich und für mich. Es ist nicht abhängig von unser Tun. Es ist abhängig von seiner großen Liebe und es ist vollbracht. Halleluja. Es ist vollbracht. Jetzt müssen wir die Gerechtigkeit annehmen und ausleben. Na, wir sollten gerecht leben, weil wir jetzt gerecht gemacht sind. Das ist eine andere Geschichte. Wie wir diese Gerechtigkeit ausleben, weil das ist ein reifer Prozess. Das ist etwas, wo wir lernen müssen, einander zu ermutigen. Nicht aufzugeben, weil wir machen Fehler. Wir manchmal machen Dinge, die nicht der Gerechtigkeit Gottes entsprechend ist. Aber Vergebung ist immer da und Gott ist derjenige, der uns immer wieder aufrichtet und sagt, mach weiter.
Mach weiter. Vielleicht Gott tut das heute Abend für jemanden, indem ich das dir sage. Und das ist eigentlich Gottes Gedanken oder Gottes Wort für dich. Geh weiter. Er sieht, was wir getan haben. Er gibt uns trotz unser Fehlverhalten oder Fehlgedanken, er gibt uns neue Chancen immer wieder. Wir müssen nur unser Herzen immer wieder neu für ihn öffnen. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen, ohne das Gefühl von einem Minderwertigkeitsgefühl oder Angst oder Scham. Nein, ich bin von Gott angenommen. Das ist das Schönste bei Christentum. Jesus hat uns fähig gemacht, vor Gott zu stehen, gleich wie wir sind. Wer hat das je gedacht? Keiner hat gedacht. Der Teufel möchte nicht, dass du es weißt. Der Feind möchte, dass du in einen Loch hineingehst, voll Verdammnis und wo du dich selber kaputt machst. Aber Gott möchte uns eine neue Siegweise geben heute Abend. Er möchte unsere Augen öffnen heute Abend, damit wir beginnen können, wirklich zu sehen, was wir haben, was wir sind, was wir alles tun können wegen Jesus. Es gibt diese Geschichte, wir werden nicht das ganze Gleichnis lesen, aber in Matthäus Kapitel 25, Jesus hat ein Gleichnis gegeben von 3 Männern, die unterschiedliche Talenten bekommen haben von ihrem Meister. Na, diese Talenten hat zu tun damals mit Geld. Der eine hat 5 bekommen, der eine hat 2 bekommen, der eine hat 1 bekommen. Und jeder hat nach seiner Fähigkeit das bekommen, was er verwalten könnte. Und was erstaunlich ist, derjenige mit 5 hat nochmal 5 gewonnen und er hat eine gewisse Belohnung bekommen. Derjenige mit 2 hat auch seins benutzt und er hat 2 gewonnen. Er hat dasselbe Belohnung. Und dann kommt der eine mit dem einzigen Talent. Und hör, was hier passiert ist. Das ist interessant. Das ist in Matthäus 25, Vers 24. Da trat auch der hinzu, dass der eine Talent empfangen und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesäst und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Erstaunlich. Das Bild von diesem Meister war völlig verkehrt von der Realität. Du bist hart, du erntest, wo du nicht gesät. No. Er hat 5 den einen gegeben, 2 den anderen gegeben und dieser eine hat er 1 bekommen. Und der Meister wusste die Fähigkeit von diesen 3 Personen. Und nach ihrer Fähigkeit hat er jeder belohnt. Nein, er ist nicht hart, er ist ein Geber, er ist nicht unfair, er erntet nicht, wo er nicht gesät hat. No, er hat hineingesät in das Leben von allen 3. Aber die eine hat der Meister nicht gesehen für das, was er wirklich war. Und was war das Resultat? Angst, Scheu, unwürdig. Ich wusste, du wärst hart, ich wollte nur das zurückgeben, was du mir gegeben hast. Well, hat er eine Belohnung bekommen? Noch schlimmer, hat er alles verloren. Hör, was Jesus sagte. Siehe, du hast das, was deiner ist. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. In anderen Worten, wenn du das wirklich geglaubt hattest, dass ich so hart bin und dass ich so ungerecht bin, hättest du mindestens etwas tun müssen. Manchmal Leute, die keinen klaren Blick von der Liebe Gottes, wie er wirklich ist. Menschen, die Jesus nie gesehen hat, wie er wirklich war, wie er auf die Erde ging. Ihr Bild von Gott ist ein harter Richter. Und bitte, sag mir nichts über den Glauben, sag mir nichts über die Bibel und über Jesus. Das möchte ich nicht hören. Und die ganze Zeit, der eine, der wirklich auf deiner Seite steht, der eine, der wirklich etwas tun kann, um dein Leben zu verändern, der eine, der sollte und möchte dein bester Freund sein, ist immer da und du bist nur ein Gebet entfernt
von ihm. Du musst nur dein Herz für ihn öffnen. Und er nimmt dich an, wie du bist. Und erstaunlicherweise, er verändert dich. Nicht gemäß, was du getan hast, sondern gemäß das, was Jesus getan hat. Dieser Panzer der Gerechtigkeit wird dein inwendiger Mensch beschützen. Und du wirst fähig sein, vor Gott zu stehen. Wissen, nicht wegen meiner Perfektion, wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat, kann ich vor Gott stehen. Now, wir kommen zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt hier, wo es wird für uns ganz unmissverständlich und ganz eindeutig, was Gerechtigkeit bewirkt in unser Gewissen. Sieh, jeder Teil von unserer Stimme, von unser Sein hat eine Stimme. Unser Leib hat die Stimme von unseren 5 Sinnen. Ja, was wir riechen, was wir sehen im Natürlichen, was wir hören im Natürlichen, was wir schmecken, was wir anfassen. Deine Seele hat auch Wahrnehmungen, Dinge, die wir überlegen in unser Intellekt, und wie diese 5 Sinne unser Intellekt Information gibt. Aber unser inwendiger Mensch hat auch Sinnen, übernatürliche Sinnen, dass die Augen deines Herzens werden erleuchtet sein, haben wir gehört heute Abend, wie Paulus betete im Epheserbrief. Du hast Augen in deinem Herzen. Jesus hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, lass ihn hören. Er redete nicht vom natürlichen Ohren, er redete von einem inwendigen Hören. Wirklich hören, was sagt Gott? Was sagt Gottes Wort? Wir haben eine geistliche Wahrnehmung, genauso wie wir haben eine natürliche Wahrnehmung. Und die Stimme unseres Geistes, die Stimme meiner Seele, das ist mein Intellekt, meine Wille, meine Überlegung, meine Beurteilung. Aber die Stimme meines Geistes ist mein Gewissen. Und ein reines Gewissen zu haben, ist das kostbarste Gut, was Gott uns anvertraut hat. Und das kannst du nicht erarbeiten. Das kannst du nicht durch geistliche Übungen lernen. No, das ist ein Geschenk, die nur Gott geben kann durch seinen Sohn Jesus. Der keine Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wie einen Schild 360 Grad um uns herum anziehen kann. Und es bewahrt unser inwendiger Mensch. Und aus unser Herz, aus dem inwendigen Mensch, fließt wirklich die Substanz deines und meines Lebens. So lass uns hören, was der größte Unterschied ist zwischen dem alten Bund mit Bildern und mit Symbolik und alles, was Gott in Christus erfüllt hat. Warum haben wir einen neuen, besseren Bund bekommen? Und was bewirkt diesen neuen Bund? Das Alte waren mit Tieropfer, waren mit Blut besprinkelt in den Allerheiligtum. Aber das Neue ist das Blut des Lammes, ein für allemal ausgegossen. Am Kreuz, in die Auferstehung, als er vor Gott hervorkam und er präsentierte sein Blut vor dem Thron Gottes im Himmel. Ja, das wird hier uns erzählt in Hebräerbrief Kapitel 9 und 10. Schauen wir das miteinander an. Es ist so begeisternd. Wir beginnen ab Vers 24. Hebräer 9, Vers 24. Ich lese hier aus der Schlachter-Übersetzung. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in ein Nachbild, das Wahrhaften ist Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich selbst öfters zu opfern, gleich wie der Hohepriester jedes Jahr mit fremdem Blut ins Heiligtum hineingeht, denn sonst hätte er ja öfters leiden müssen vom Grundlegung der Welt an. Er vergleicht hier, was ein Symbolik war unter dem alten Bund. Damals, an dem Tag der Versöhnung, nur der Hohepriester könnte in der Allerheiligtum hineingehen, wo der Bundeslader wurde aufbewahrt. Und dort hat er das Blut von das Opferlamm als Sündopfer für das ganze Sünde des Volkes Israels. Und das hat er jedes Jahr gemacht, einmal im Jahr, am Tag der Versöhnung.
Jesus aber ist nicht in der Allerheiligtum auf die Erde gegangen. Er ist in den echten Allerheiligtum im Himmel. Sieh, was Moses gebaut hat, hat er in einer Art Abbild gesehen, was real ist im Himmel. Was er gebaut hat, Moses' Stiftshüter, war nur nachgeahmt, was er wahrscheinlich von Gott wie ein Movie, wie ein Bild gesehen hat. Und er hat es nachgemacht. Aber im Himmel ist der echte Allerheiligtum, der Thron Gottes. Und Jesus ist hineingegangen, nicht mit dem Blut von einem Tier, von einem Lamm oder irgendetwas anderes, mit seinem eigenen Blut ist er vor Gott hineingetreten. Und nicht für sich selbst. Jesus hatte nie etwas Falsches getan. Es war unsere Schuld. Es war unser Problem. Es war unsere Stellung vor Gott. Wir konnten nie gerecht vor Gott sein. So Jesus nahm seinen eigenen Leben und kommt vor Gott. Das ist, was passiert ist, als er sagte, Maria, Maria, fasse mich noch nicht an. Ich bin noch nicht zu meinem Vater hochgefahren. Das war zwischen die Auferstehung und bevor er zurückkam und zum ersten Mal mit den Aposteln geredet hat. In dieser kurzen Zeitspanne ist er zum Himmel gegangen und wir lesen, was hier gerade geschehen ist. Ich finde das total spannend. Es heißt hier, nun aber ist er einmal gegen das Ende der Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seines Selbst. Der Aufhebung, nicht bedeckt wie im Alten Testament. Sie werden einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Unsere Schuld ist nicht bedeckt und kommt immer wieder hoch. No, unsere Schuld wurde ausgetilgt. Jesus hat einen Preis bezahlt, uns rein zu machen. Und dann sagt er hier, und so gewiss den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten, zum Rettung oder zum Heil. Jesus hat es ein für allemal getan. Sieh, du und ich, habt ihr gehört? Wir haben nur eine Chance in diesem Leben. Es gibt nicht dieser Gedanken, man wird wieder geboren sein im Sinne von, ich komme wieder auf die Erde und wieder auf die Erde. No. Das ganze Gedanke mit Karma und all das, das ist nicht, was Gott uns vermittelt. Es gibt ein Leben, es ist jetzt. Wenn du mich gerade jetzt hörst, du hast nur ein Leben. Du hast nur eine Chance, Dinge hier richtig zu machen. Und das Richtigste, das Beste, was du machen kannst, ist, wenn wir sagen, Gott, ich möchte dich erkennen, wie du wirklich bist. Nicht Gott nach meinen Vorstellungen schaffen. Nein, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat uns sein Wort gegeben, damit wir ihn sehen können, wie er wirklich ist. Und Jesus kam, zeigte uns den unsichtbaren Gott, als er auf die Erde ging, aber am Kreuz, er stellvertretend nahm unsere Stellung ein. Und in der Auferstehung, er ging in den Allerheiligtum im Himmel. Und da hat er durch sein Opfer seines Lebens, sein Blut repräsentiert sein Leben, ein für allemal einen Preis bezahlt für deine und meine Schuld. Now, schau, was die Auswirkung ist. Wir lesen weiter. Hebräerbrief Kapitel 10, das ist der nächste Gedanke. Kapitel und Vers wurde nicht in den Ohrtext reingeschrieben. Es war viel später von den Übersetzern, damit wir besser miteinander studieren können. Aber der Gedanke geht weiter hier. Der Gedanke war nicht zu Ende in Kapitel 9. Nein, das, was wir jetzt lesen, gehört zu das, was wir gerade gehört haben. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, welche man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals vollkommen machen. Na, hört das gut zu. Es war unmöglich, aus einem Mensch, der in seinem Leben diese Trennung von Gott erlebte, das wieder zu reparieren. Es bräuchte ein Wunder, ein Wiedergeburt. Neu geboren zu sein, hat Jesus gesagt. Wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, du bist jetzt eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch geworden. Das alte Mensch, er ist vorbei. Gott macht aus dir etwas Neues.
Und dann sagt er hier, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche die Gottesdienste verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten. Habt ihr das verstanden? Wie man auf gut Bayerisch sagt. Hörst mich? Das ist so wichtig. Das Problem war, das Opfer unter dem alten Bund, unter den Gesetz Mose, könnte das Gewissen nicht verändern. Das Blut Christi, sein Opfer, ein für allemal, hat nicht nur einen Preis für unsere Schuld bezahlt, es hat die Fähigkeit, unser Gewissen zu reinigen. Das heißt, keinen Schuldgefühl mehr zu haben. Keine Schuld mehr, dieses Gefühl mehr zu haben. Weil das Blut Christi hat dich rein gemacht. Darf ich das vorlesen? Das ist erstaunlich. In Römerbrief Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ist Jesus dein Herr? Denn es gibt kein Verdammnis. Warum? Weil das Blut Christi hat dich ein für allemal gereinigt. Na, das heißt nicht, dass wir nicht Fehler machen. Es heißt nicht, dass wir nicht ab und zu Vergebung brauchen, dass wir nicht Fehler machen und daraus lernen sollen. Nein, das stimmt alles, aber das endet nicht der Tatsache, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Und das Blut Christi hat dich rein gewaschen. Und was wir lernen müssen, ist ein reines Gewissen zu behalten. Sieh, wenn ich etwas Falsches tue, wenn mein Benehmen ist nicht richtig, wenn ich zu kurz bin mit meiner Frau, und sie kann dir Geschichten erzählen, wenn ich das tue, der Erste, der weiß, John, das war nicht richtig, was du gerade gesagt hast und wie du das gesagt hast, bin ich. Ich muss nicht warten, bis mir einer kommt und sagt, ich wusste es. Ich wusste es. Und in dem Moment, mein Herz ist verdammt. Mein Herz ist betrübt. Und wenn wir lernen, auf unser Gewissen zu hören, wisst ihr, wir können viel schneller diese Dinge bereinigen. Wir können viel schneller sagen, entschuldige mich, das war blöd, das war dumm. I'm sorry. Sieh, viele von unseren zwischenmenschlichen Problemen ist, weil wir nicht auf unser Gewissen hören. Wir merken nicht schnell genug, weil unser Gewissen ist jetzt rein vor Gott. Und sobald es etwas geschieht, wo unser Gewissen ist betrübt, weil wir wissen, dass es nicht richtig ist, wir merken das, weil wir jetzt lebendig vor Gott sind durch das Opfer Christi. Und eigentlich, was wir brauchen, ist dieser Zustand von Freimütigkeit Gott gegenüber ständig auszuleben. Das ist unsere Stärke. Das ist, wenn wir vor Gott treten können, wissen, hier bin ich, Vater. Ich bin einer deiner Lieblingskinder. Alle Gottes Kinder sind Lieblingskinder. Und wir sollten einander so sehen. Wir sind alle seine Lieblingskinder und er nimmt uns so gerne an. Aber ich sage dir, lieber Bruder, liebe Schwester, es gibt kein Verdammnis mehr in Christus. Wenn du in Christus bist, dein Gewissen sollte rein bleiben. Wenn du weißt, dass du etwas Falsches getan hast, dann mach das rein mit Gott und mit jemand anderem, wenn notwendig ist. Lass dein Herz nicht betrübt. Beschütze dein Herz. Zieh Gerechtigkeit an wie ein Schild. Es wird dein Herz bewahren. Es heißt in Römerbrief Kapitel 5, Vers 17, Herr wiederum, das ganze Geschichte, was wir gelernt haben, durch Adams Übertretung, sind alle gefallen, aber durch Jesus sind wir alle zum Leben gekommen. Er sagte hier, denn wenn infolge des Sündenfalles des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, und bei Tod, er meinte diese Trennung von Gott, diese Unfähigkeit, vor Gott so zu stehen, wie wir jetzt stehen können, wie viel mehr werden die, welche die Überfluss der Gnade, es ist nicht nur ein bisschen Gnade, es ist Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. In Leben herrschen heißt, dein Feld zu behalten, dem Willen Gottes zu tun. Kostet, was es wolle. Hey, wir bleiben dran. Bis zum Endziel, bis wir vor Jesus stehen. Liebe Gemeinde,
Wir sind stark in dem Herrn, weil er hat uns stark gemacht. Wir müssen uns nur entscheiden, seine Stärke anzunehmen. Und ein Teil von dieser Ausrüstung ist dieses Bewusstsein, dieses reinen Gewissen, dieses Gerechtigkeit gesinnt zu sein. In alles, was wir sind, in alles, was wir tun. Kein Verdammnis mehr. Ein sanftes Herz zu behalten vor Gott. Wissend, wenn, hey, etwas nicht in Ordnung ist, gleich das in Ordnung zu bringen. Wer macht keine Fehler unter uns? Es ist nie ein Problem zu sagen, es tut mir leid. Wir brauchen das öfter zu sagen, wenn wir nötig haben. Aber dieses Gerechtigkeit, Bewusstsein zu bewahren, das ist unser Schild hier vor unser Herzen. Ich liebe das in Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 16, wo es heißt, so lassen uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Sieh, wir dürfen genau reinplatzen vor Gottes Thron, als ob Sünde nie existierte in deinem, meinem Leben. Du sagst, wie ist das möglich? Wegen des Blut Christi, wegen Jesus, was er für uns getan hat. Ich denke an die Zeit, wo ich erlebe das wieder mit meinem Enkelsohn. Aber ich denke an die Zeit, wo Jessica und Philipp klein waren. Und die sind reingeplatzt in mein Büro, egal wer da war. Egal in welchem Gespräch ich mich gerade jetzt in dem Moment befunden habe. Die sind reingekommen. Warum? Das ist Papis Büro. So können wir vor Gott kommen. So unbekümmert, so frei. Er sagte, mit Freimütigkeit kommt vor den Gnadenthron, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zum rechtzeitigen Helfer. Darf ich euch sagen, ich finde hier, der Englisch ist ein bisschen besser. Der Englisch sagt, in meinen Not, wenn ich Helfer brauche. Ich denke, weißt du, es ist so einfach zu sagen, wir treten vor Gott, wenn alles gut ging. Wenn wir fühlen uns stark, wenn wir fühlen uns geistlich und wir sind in der Versammlung und wir alle singen Halleluja, ja, dann treten wir vor Gott. Es braucht Glauben und Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn du down bist, wenn du wirklich in einem Kampf bist, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du einplatzen kannst vor den Thron Gottes und du tust das trotzdem. Und du empfängst rechtzeitige Helfer. Du empfängst in deiner Not Gottes Zuspruch. Du bist mein Kind. Ich habe dich gerecht gemacht. Du gehörst zu mir. Es gibt kein Verdammnis für dein Herz, für dein Gedanken mehr. Weil mein Sohn hat den Preis bezahlt. Ich möchte, dass du das hörst heute Abend. Erstaunlich. Wir schließen ab. Ich hoffe, dass ihr einiges gesehen habt in einem neuen Lied heute Abend. In Psalm 84, Vers 11. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts Gutes. In Unschuld wandelt, well, das bist du, das bin ich. Warum? Wegen unserer Unschuld? No, wegen das, was Jesus für uns ermöglicht hat. Wir sind heute Abend die Gerechtigkeit Gottes geworden. Amen. Well, so schön, dass ihr dabei wart heute Abend. Ich sollte nochmal schöne Grüße von Italien ausdrücken. Das haben sie mir ausdrücklich gesagt. So, von unseren Geschwistern in Italien. Ich habe meine Geschwister dort gesagt, wir beten für Italien. Die haben so gelitten in den letzten Wochen. Und ich habe gesagt, wir beten für euch so oft. Und auch, dass ihr dabei wart heute Abend, das ist für mich ganz besonders. Nochmal tut uns leid und vielen Dank für eure Geduld, dass wir nicht alle Schriftstellen einblenden können und alles, was wir normalerweise einblenden. Aber bis nächstes Mal verspreche ich euch mit Gottes Hilfe, wir werden das im Griff holen. Vergesse nicht, Sonntag, 10:15 Uhr, wir werden unser Sonntagmorgen Gottesdienst feiern. Na, wir haben gehört, dass im Mai irgendwann wird vielleicht für Gottesdienste etwas ermöglicht sein. Wir wissen noch nicht die Bestimmung, wir wissen noch nicht wann. Wir sind hellhörig, wir sind bereit, alles zu tun, damit wir in welchen Form sie uns erlauben, auch wieder zusammenkommen, weil ich vermisse euch, ich vermisse den Menschen hier in diesem Raum zu sehen, euer Lächeln, eure schönen
Gesichter, aber ich weiß, zum richtigen Zeit, wir werden wieder zusammenkommen. Und wir werden noch stärker sein, wir werden noch voll Feuer sein, wir werden noch mehr Vertrauen in Gottes Güte haben, aufgrund von was wir tun an diesem Freitagabend. Was für ein Geschenk, wenn wir alle zu Hause sowieso sind, dass wir in dieser Art und Weise uns treffen können. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, für die vielen E-Mails, die wir bekommen, die Thumbs up in the Chat Room und all das. Hey, es ist so schön von euch zu hören. Und falls du neu dabei bist, lass uns von euch hören. Du kannst info@glc.de. So simpel zu merken. info@glc.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Sag uns, schreib uns, wenn du einen Segen erlebt hast. Wir werden gerne von euch hören. Und nochmal im Abschluss, danke für euer Vertrauen. Danke für eure Geberfreudigkeit. Wir sind überwältigt, wie Gott uns hilft in dieser Stunde. Und es ist wegen eurer Bereitschaft, wirklich die Gemeinde und dieser Gemeinde hier in die Arbeit hier zu unterstützen. Ihr habt die Möglichkeit, über unsere Website kann man die Information finden, wie man eine Spende geben kann, Bankverbindung oder aber durch PayPal. Alles ist auf unserer Website und das ist so simpel zu finden. glc.de. Dann bist du schon online, dann bist du schon da. Und von dort aus kannst du auf den YouTube-Channel und all die anderen Dinge anschauen. Alle Predigen, was da sind, ist alles für euch da. Die Musik, was erhältlich ist, und Videos und viele andere Dinge. Und jetzt sage ich, das ist fast 20 Uhr. Ich sage von hier in GLC, ciao, ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, immer noch mit Abstand zu anderen Menschen, aber ein schönes Wochenende wünsche ich euch alle und wir sehen uns Sonntagmorgen pünktlich um 10:15 Uhr. Gottes Segen.